Servus zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr günstig und schnell eine ganze Armee aufbauen könnt für die Sowjets bei Kings of War V4. Wir haben uns ja schon vor einer Weile die Kursk Starterbox für Midwar Ostfront angesehen und genau darum soll es heute hier auch gehen, speziell bezogen auf die Sowjets. Was bekommt ihr hier eben in der Box? Was könnt ihr aus der Box bauen? Welche Möglichkeiten habt ihr so im Generellen, um euch hier ein bisschen einen Überblick zu geben, damit ihr seht, ob das was für euch sein könnte oder auch nicht, weil es gibt ja doch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie ihr in Flames of War einsteigen könnt, beziehungsweise eine Armee starten könnt, und eben diese Kursk Starterbox ist ja nur eine Möglichkeit. Grundsätzlich möchte ich euch hier mal zeigen, die Armee habt ihr jetzt hier schon vor euch gesehen. Das sind die verschiedenen Formationen, die ihr spielen könnt, Mixed Tank Battalion und so weiter. Und da gibt es schon eine schöne Auswahl, die ihr hier dann auch im Ostfront Buch findet, im Compilation Buch. Das ist alles hier drinnen, die ganzen Regeln dann für diese Formationen. Aber mit dem, was wir hier an Figuren bekommen in dieser Starterbox, können wir eben uns nur mit den T34 beschäftigen. Das heißt T34 Tank Battalions. Da haben wir hier einmal das Early Battalion aus dem eben Enemy at the Gates Buch damals und dann vom Red Banner eben hier das normale T34 Tank Battalion und dann nochmal das Hero. Grundsätzlich, diese drei Formationen sind quasi identisch. Es unterscheiden sich eben nur die Profilwerte und dementsprechend auch die Kosten. Aber dementsprechend, was bekommen wir jetzt an Figuren? Wir haben hier auf der linken Seite insgesamt 7 T34, was ja auch schon der Name der Formation suggeriert. Das ist der größte Teil unserer Armee, der Figuren, die wir hier bekommen, und die lassen sich eben dann bezogen auf die Armee folgendermaßen dann zusammenbauen. Wir brauchen eben eine HQ-Auswahl, das ist eben hier dann ein T34 Tank Battalion HQ, das uns hier mitgeliefert wird. Den können wir hier einmal zusammenbauen, den brauchen wir natürlich, um die Armee überhaupt mal starten zu können. Dann sehen wir hier schon Reckless 2 Plus, das heißt die Sowjets sind also schon recht einfach zu treffen, wenn man sich das so ansieht. Dann Motivation 4 Plus ist okay, Last Stand sogar etwas besser mit 3 Plus, also die stehen noch etwas länger. Aber was wir hier dann auch sehen, Skill Green 5 Plus. Sie haben es recht schwer, wenn es darum geht, irgendwelche Tests zu machen, wo sie den Skill benötigen. Doch die Bewaffnung ist hier jetzt nicht übermäßig. Wir bekommen hier eine Anti-Tank 9 Hauptwaffe mit einer Reichweite von 24 Zoll und dann noch Maschinengewehre, die eben sowohl in der Bewegung als auch, wenn sie stehen bleiben, 4 Schuss abgeben. Und mit Overworked bedeutet, wenn die Hauptwaffe mit dem Moving Rate of Fire abgefeuert wird, trifft sie nochmal um 1 schlechter. Und im Endeffekt das, was uns hier dann im HQ erwartet hat, bekommen wir hier dann auch nochmal in 2 Versionen bzw. die gleichen Karten für 2 Denkkompanien, die wir hier dann mit jeweils 3 Stück aufbauen können. Sind, wie wir hier sehen, im Endeffekt 1:1 die komplett gleichen Panzer, wie auch unser HQ-Panzer es gewesen ist. Die ganze Bewaffnung, alles gleich. Da gibt es auch keine Möglichkeit, hier irgendetwas zu verändern, was die Bewaffnung betrifft. Dann geht es weiter, haben wir hier vorne 3 Valentines.
die quasi von den Briten kommen, hier auch in Verwendung eben bei den Sowjets. Dafür gibt es dann auch eine eigene Karte natürlich wieder dabei. Da sehen wir schon, die Hauptbewaffnung ist, wenn wir uns das auch ansehen, hier der 2-Pfünder. Hat nur eine Anti-Tank von 7, Firepower 4 Plus und mit No HE treffen sie auch noch schlechter gegen Infanterie. Und auch wieder hier werden auch die Valentines bereits auf die 2 Plus getroffen, wenn der Gegner auf sie schießt. Last Stand ist auch wieder ein bisschen besser und eben das gleiche Problem mit dem Skill-Tests, auch hier nur auf die 5 Plus. Und was vielleicht noch interessant ist, hier der Cross-Check bei den T34 auf die 2 Plus, wenn es durch Gelände geht. Und bei den Valentines ist es auf die 3 Plus. Interessant hier ist noch, wir haben hier natürlich auch Maschinengewehre dabei und wir können die Valentine dann auch bis zur Hälfte mit den 6-Pfündern ausrüsten und haben dann Anti-Tank 10. Also noch einmal um 1 dann besser als die T34 gewesen sind. Grundsätzlich auch die Armor ist bei beiden identisch mit 6 in der Front, Seite und hinten auf die 5 und Top ist Armor von 1. Und wo wir dann eben auch bei den T34 keine Möglichkeit gehabt haben, etwas zu verändern, gibt es auch hier dann im Gussrahmen die Möglichkeit bei den Valentines diese mit den 6-Pfündern dann auch auszurüsten. Also durchaus, und das hätte man auch die Möglichkeit für alle 3, weil da sind die gleichen Gussrahmen dabei. Also auch durchaus für jemanden interessant, der vielleicht noch gar keine Valentines hat in seiner Sowjetarmee und das so dann erweitern möchte. Und dann als Abschluss des Ganzen haben wir noch die SU-85 Tankkiller Batterie hier hinten. Diese 4, das sind quasi unsere großen Kaliber, wenn man so möchte. Wenn wir uns das anschauen, die werden tatsächlich nur auf die 4 Plus getroffen. Das heißt, die sind schon etwas schwerer zu treffen. Da wird sich der Gegner dann doch vielleicht etwas mehr mit der Feuerkraft drauf konzentrieren müssen. Im Gegensatz zu unseren anderen Panzern. Dann auch die Motivation ist 3 Plus. Das ist auch ein bisschen besser. Und auch, was wir sehen, Skill ist Veteran 3 Plus, also auch alles, was irgendwie in Richtung Skill-Tests geht etwas einfacher. Dafür haben wir eben den schlechtesten Cross-Check, braucht man aber auch nicht unbedingt bei dieser Battery, bei dieser Tank-Unit. Und ansonsten die Panzerungswerte sind eigentlich recht gleich. Nur die Front ist um 1 schlechter als bei den anderen beiden Einheiten. Und auch hier ist es wieder so, ihr habt hier nur eine einzige Bewaffnung, eben mit der 85 mm Kanone. Die hat aber dann schon Anti-Tank 12 und Firepower 3 Plus. Und Forward Firing kann also nur auf Ziele schießen, die sich in der Front befinden. Solltet ihr jetzt Interesse haben an Sowjetinhalt der Kurskbox oder zum Beispiel auch hier an Basic-Materialien, dann könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr einen Link zu S-Games, wo ihr euch unter anderem mit allem Möglichen zum Geländebau an Tabletop-Sachen bestellen könnt. Das ist also mal grundsätzlich unsere Tank Formation, die wir hier in der Box bekommen können. Und wenn man sie eben dann so standardmäßig zusammenbaut, mit eben hier hat man keine Möglichkeiten bei den D34 und auch bei den SU-85 nicht, wie schon gesagt, einzig und allein. Bei den Valentines gibt es ein paar Möglichkeiten in Bezug auf die Karten, in Bezug auf die Unit-Karten, die wir hier dabei haben, um da ein bisschen variieren zu können. Und da sind dann auch die Optionen dabei, um dann hier 2 Pfünder auszutauschen. Würde man jetzt diese Armee hier zusammenbauen mit eben alles nur 2 Pfünder bei den Valentines,
dann würde man mit der Armee auf 99 Punkte kommen, so wie sie hier steht. Also eigentlich schon eine fertige 100-Punkte-Armee. Für einen Punkt kann man sich dann noch die Lucky Card dazu nehmen, auch wenn man hier jetzt die Command-Karten nicht hat, aber jeder sollte die Card eigentlich kennen, die sollte eigentlich kein Problem sein, zu sagen, dass man die dabei hat. Dann ist man auf die volle 100 Punkte gekommen und kann das Spiel eigentlich auf voller Punktegröße bereits spielen. Und wenn man sich dann dementsprechend diese Kursk-Starterbox mit jemandem teilt, hat man 30 Euro ausgegeben hier und eine komplette vollständige Armee. Natürlich, Problem, es fehlt hier natürlich an anderen Sachen. Also Abwechslung hat man hier dann etwas weniger, weil wir eigentlich nur Panzer in der Armee haben, weder Artillerie dabei, noch Flieger, noch Infanterie natürlich, das fehlt uns hier dann alles, aber mal für den Anfang nicht schlecht. Wir haben aber jetzt noch weitere Möglichkeiten, denn ihr habt, wie ich schon sagte, hier bei den Valentines die Möglichkeit, diese auch anders auszurüsten, und diese Sache habe auch ich hier gemacht, in erster Linie, um die Armee auf die vollen Punkte zu bekommen, denn im Fall von 3 Valentines könnt ihr einen mit einer 6-Pfünder Kanone ausrüsten. Das habe ich gemacht hier und die kostet einen Punkt pro Modell und somit bin ich auf die vollen 100 Punkte gekommen, so wie es die Armee hier steht. Ob das Ganze jetzt da vom Spielen her sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Meine Überlegung war zum einen natürlich, das Ganze als Demo-Armee zu betrachten. Da ist es natürlich schön, wenn man möglichst viel herzeigen kann an unterschiedlichen Ausrüstungsoptionen und Waffen. Das war die erste Entscheidung, wieso ich mich dafür entschieden habe. Und dann natürlich die andere Entscheidung, dass wir hier dann eben noch einmal eine Waffe mit Anti-Tank 10 bekommen, um so vielleicht auch noch den ein oder anderen Panzer vom Gegner dann auch rauszubekommen. Und jetzt bezogen auf unsere 3 Battalions, die wir bekommen, handelt es sich hierbei um das T34 Tank Battalion, das hier dann vor euch zu sehen ist. Das Hero T34 Tank Battalion kostet von den Punkten her etwas mehr, dadurch sind natürlich auch die Profilwerte etwas besser, und beim T34 Early Tank Battalion sind dann natürlich dementsprechend die Punktekosten niedriger und könnt ihr noch diverse andere Sachen mitnehmen. Das heißt, zusammen mit der Stalingrad Starterbox, wo die ganze Infanterie enthalten ist, könntet ihr zum Beispiel das T34 Tank Battalion spielen und die restlichen Punkte mit Infanterie dann zum Beispiel auffüllen, um die vollen 100 Punkte zusammenzubekommen. Alles andere habe ich schon gesagt, Mixed Tank Battalion und so weiter können wir nicht spielen mit diesen Figuren, weil dazu fehlt uns einfach einiges an anderen Einheiten, was wir hier nicht bekommen. Also sind wir hier auf die 3 Formationen der T34 beschränkt, aber für den Anfang, glaube ich, klingt das Ganze mal nicht so schlecht. Bei den Einheitenkarten ist noch zu sagen, diese beziehen sich eben auch auf das normale T34 Battalion. Wollt ihr eben dann von vornherein schon das Hero Battalion spielen oder das Early, dann müsstet ihr euch entweder das Kartenset kaufen mit den Gaming Cards, wo ihr alle Karten bekommt, oder zumindest das Eastern Front Buch, wo dann natürlich auch die ganzen Profile drinnen sind, weil sich da dann doch etwas von diesen Einheiten hier von den Karten unterscheidet. Und von der Formation selbst, sowohl natürlich alle T34, alle 7, als auch die 3 Valentines sind Teil unserer T34 Formation. Einzig und allein dann die SU-85 sind dann im Support. Was natürlich auch recht interessant ist, weil das eben die Einheit ist mit dem höchsten Anti-Tank-Rating. Da muss sich der Gegner dann auch eben überlegen, schießt er auf diese Einheit oder will er dann doch die anderen Einheiten vernichten, um das Spiel auf diese Art und Weise zu gewinnen, indem er die Formation bricht. Was ich hier noch nicht ganz unerwähnt lassen möchte bei den SU-85,
Das sind die beiden Sprues, die ihr in der Box bekommt, um diese zu bauen. Und wie wir hier schon sehen, hier ist wesentlich mehr dabei, auch ein zweiter oberes Chassis. Das eine braucht ihr hier eben, um den SU85 zu bauen. Ihr habt aber mit diesem Bausatz hier auch die Möglichkeit, dann den SU100 zu bauen. Dafür habt ihr hier dann auch die dementsprechende Waffe dazu, das dementsprechende Rohr dazu. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, in beiden Fällen auch daraus dann jeweils nicht auch die SU85M bzw. die SU100M Varianten zu bauen. Das ist hier alles dabei. Müsstet ihr dann nur die Bauanleitung dann heraussuchen im Internet und da ist das Ganze genau beschrieben. Aber insgesamt könnt ihr also mit diesen beiden Gussrahmen 4 Varianten bauen insgesamt, also vielleicht auch für jemanden dann vielleicht interessant, der noch eine der anderen Varianten sucht oder gerne haben möchte. Hoffe, ich konnte hier ein bisschen zeigen, was ihr aus der Box so alles bauen könnt und in welchen Zusammenstellungen, wenn auch nur sehr wenige Möglichkeiten. Auf alle Fälle bekommt ihr hier eine vollständige 100-Punkte-Armee zusammen, wenn ihr das möchtet. Und ich werde euch hier jetzt auch nochmal das Video verlinken zum Unboxing der Kursk-Box selbst, falls das noch jemanden interessiert, wo wir uns dann eben auch die Deutschen dann noch oberflächlich angesehen haben, zusammen mit dem restlichen Inhalt aus der Box.